Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute mit dem Thema Hitlers Feuertaufe und seine Kampfeinsätze. Seine Feuertaufe erhielt er in Flandern. Am 22. Oktober 1914 erreichten Hitler und sein Regiment bei Herbestal die belgische Grenze und betraten somit erstmals feindlichen Boden. Über Lüttich und Brüssel kam das RIR 16, also seine Kompanie, sein Regiment, dann nach Lille. Am Donnerstag, den 29. Oktober 1914 gegen 6:45 Uhr erlebte Hitler schließlich seine Feuertaufe rechts der Straße von Ypern nach Chelouvet. Er beschreibt das selbst wie folgt, ich zitiere Adolf Hitler. Und dann kommt eine feuchte, kalte Nacht in Flandern, durch die wir schweigend marschieren, und als der Tag sich dann aus den Nebeln zu lösen beginnt, da zischt plötzlich ein eiserner Gruß über unsere Köpfe uns entgegen und schlägt in scharfem Knall die kleinen Kugeln zwischen unsere Reihen, den nassen Boden aufpeitschend. Dann aber begann es zu knattern und zu dröhnen, zu singen und zu heulen, und mit fiebrigen Augen zog es nun jeden nach vorne, immer schneller, bis plötzlich über Rübenfelder und Hecken hinweg der Kampf einsetzte, der Kampf Mann gegen Mann. Das schrieb Adolf Hitler in Mein Kampf, und zwar ja, sein Bataillon verlor bei den darauffolgenden Kämpfen rund 70% seiner Mannschaften und Offiziere. Andere Schätzungen gehen sogar von 75% aus. Hitlers Regiment schrumpfte durch den Tod und schwere Verletzungen also von 3000 auf nur noch 725 Mann zusammen. Auch Kommandeur Major Johann Nepomuk Felix Julius Graf von Zech fiel im Schlosspark von Chelouvet bei einem Sturmangriff auf eine englische Schützengrabenstellung durch einen Kopfschuss. Dennoch wurden die Soldaten gleich danach wieder in den Kampf geworfen, was sogar der neue Bataillonskommandeur Hauptmann Franz Rubenbauer kritisierte. Hitler hat insgesamt 26 Kriegseinsätze und Kampfeinsätze hinter sich. Vom 29. Oktober 1914 bis zum 13. Oktober 1918. 26 Kampfeinsätze hatte er hinter sich. All diese Kampfeinsätze, also meine Sprachkenntnisse sind, also ich kann kein Französisch, ich kann Deutsch, ich kann Englisch, ich kann Portugiesisch, ich kann ein bisschen Spanisch, aber Französisch kann ich nicht. Deshalb erspare ich euch jetzt diese einzelnen Kampfeinsätze vorzulesen mit den französischen Namen, weil ihr würdet euch da wahrscheinlich bloß totlachen, wie ich das ausspreche. Also 26 Kampfeinsätze, in denen Hitler als Meldegänger, das war eine der mutigsten Gefechtsmeldegänger, nannte man das, eine der mutigsten Einsatzgruppen, die es gab, und dennoch wird er heute als feige tituliert. Auch darüber werde ich noch ein Video machen. Meldegänge hatten nämlich die Aufgabe, vom Regimentsstab Befehle an die Bataillonsstäbe und zu den Kompanien zu bringen, wenn die Fernsprechleitungen zerschossen waren. Ob schweres oder leichtes Feuer, die Meldegänger mussten aus den Bunkern und durch das Feuer hindurch nach vorn bis in die vorderste Linie. Die Verluste waren entsprechend hoch. Deshalb wurden möglichst immer 2 Läufer mit einer wichtigen Meldung losgeschickt, falls einer von beiden getötet werden würde. Der Meldegänger Adolf Meyer erläuterte seine Aufgabe so, ich zitiere: Für den Nichtsoldaten muss hier eingeschaltet werden, dass es bei den Meldegängern häufig der Fall war, sich unter stärkstem feindlichen Feuer in freiem Gelände bewegen zu müssen. Über Hitlers Einsätze berichtet Balthasar Brandmeier, ein Kompaniekollege, ich zitiere: Hitler kann ich nicht begreifen, wie ruhig und gelassen, umzuckt von rasenden Blitzen, seine Deckung verließ, während er mir immer wieder zurief: Brandnoiri, auf geht's! Er schien keine Nerven zu besitzen. Furcht oder Angst, das war ihm wahrhaftig etwas Unbekanntes.
Hitler war unbestritten der beste Meldegänger unserer Gruppe. Er hatte eine Eisennatur, denn ich kann mich nie erinnern, dass er jemals ernstlich krank war, außer seiner zweimaligen Verwundung. Zitat Ende. Auch darüber werde ich ein Video machen. Wie gesagt, Hitlers Gewandtheit und sein Mut in gefährlichen Situationen nötigten seinen Kameraden Bewunderungen ab, und auch im Kampf Mann gegen Mann konnte er sich bewähren, wie der amerikanische Historiker und Pulitzer-Preisträger John Toland beschreibt. Als sich einer seiner Männer einmal über die immer kleiner werdende Fleischration beschwerte, gab Hitler ihm zur Antwort, dass die Franzosen 1870 bei der Belagerung von Paris sogar Ratten gegessen hatten. Adolf Hitler schrieb in seinem Brief vom 5. Februar 1915 an Ernst Hepp, ich zitiere, immer wieder schlug eine Granate von uns in den vor uns liegenden englischen Schützengräben ein. Wie aus einem Ameisenhaufen quollen die Kerle daraus hervor, und nun geht es bei uns zum Sturm. Wir kommen blitzschnell über die Felder vor, und nach stellenweise häufigem Zweikampf werfen wir die Burschen aus einem Graben nach dem anderen heraus. Zitat Ende. Immer wenn die Telefonleitungen aufgrund von massiven Sperrfeuer ausfielen, erhielt Hitler den Befehl, die Gefechtsstände zu informieren, und immer wieder gelang es ihm, unverletzt durch das feindliche Feuer zu kommen. So auch in der Nacht zum 14. Juli 1916 an der Somme im Abschnitt Formel. Zusammen mit einem Kameraden sollte er Befehle an einen Gefechtsstand überbringen. In Granattrichtern und Gräben suchten sie Deckung vor dem Beschuss, bis der Kamerad vor Erschöpfung zusammenbrach. Hitler schleppte ihn in den Unterstand zurück. Dessen ungeachtet, schreibt Lückenhistoriker Professor Guido Knopp, ich zitiere, als Meldegänger war er, also Hitler, ungebunden und auf sich gestellt, das entsprach seinem Naturell. Andererseits muss er so pflichtversessen und devot gewesen sein, dass einige Kameraden sich darüber mokierten. Zitat Ende. Natürlich gibt Knopp für diese Behauptung und Unterstellung keinerlei Quelle an. So arbeitet unser Geschichtsprofessor. Hitlers Kameraden nannten ihn mutig. Seine Vorgesetzten zeichneten ihn aus, und unser Lückenhistoriker Guido Knopp diskriminiert Hitler, der sein Leben 26 Mal eingesetzt hat. Wie oft hat das Guido Knopp getan? Ihr seht also, wie auch bei diesem Thema geschwurbelt wird, die Unwahrheit gesagt wird. Alles, was ich euch heute über die Fronteinsätze und die Kampfeshandlungen und den Einsatz von Meldegängern erzählt habe, ist in meinem Buch Adolf Hitler eine Korrektur, Band 1. Es ist das erfolgreichste Buch der ganzen Buchreihe, das muss ich dazu nennen, denn es behandelt Hitlers Kindheit und es behandelt Hitlers Militärzeit, und es ist eine Liste enthalten mit allen Firmen und Unternehmen, Adligen, Personen, Privatpersonen, die Hitler jemals finanziert haben. Deshalb ist dieses Buch Band 1 das erfolgreichste. Wenn ihr meinen kostenlosen Newsletter abonnieren wollt, unter www.michaelgrant.de erhaltet ihr bei der Anmeldung jetzt den Zugang zu einer kostenlosen PDF, die ihr herunterladen könnt. Mein letzter Kampf, Adolf Hitlers Tod aus seiner Sicht. Ich habe diese Geschichte dokumentarisch verfasst, aus Hitlers eigener Sicht, wie er sich umgebracht hat. Vielleicht interessiert euch das ja, und vielleicht könnt ihr mir ja auch eure Meinung dazu schreiben. Es ist ein Dankeschön an euch von mir. Ich würde mich auch freuen und bedanken, wenn ihr mein neues Buch kaufen würdet. Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vernichtung und Vertreibung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Ein Buch mit über 900 Seiten.
Dazu muss ich sagen, als Manuskript hatte das Buch 950 Seiten, aber die Druckerei hat das Buch kleiner gedruckt, also hat es jetzt noch 900 Seiten, nur damit man das mal aufklärt, zwischen 950 und 900 Seiten. In diesem Buch sind sehr, sehr viele Fotos drin und auch Listen darüber, wie unser Volk ermordet wurde von den alliierten Massenmördern. Es geht also um uns, um unsere Großväter, unsere Großmütter, unsere Väter, unsere Mütter, die von den alliierten Massenmördern grausamst umgebracht worden sind. Es ist das einzige Buch, das in dieser Form über 100 Jahre abdeckt, sogar bis heute, weil ich beschreibe ja auch die Zersetzung des deutschen Volkes bis heute durch die Flüchtlingseinwanderung, die Angela Merkel zu verantworten hat. Wenn ihr also teilhaben wollt an diesem Gedenken an unsere Toten, dann kauft euch dieses Buch und noch wichtiger, empfehlt dieses Buch weiter. Es ist ein wichtiges Buch. Viele Hunderte haben mir geschrieben, haben sich bedankt für dieses wichtige Buch, das ich zum ersten Mal unsere Toten in den Mittelpunkt stelle. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.